mein Name ist Jörn Schütte. Ich mache die Vertriebsleitung für die König in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich möchte Ihnen gerne mal unsere Messe-Highlights ein bisschen näher bringen. Über allem steht eigentlich der Nachhaltigkeitsgedanke. Also wir haben sehr viele Profile, die über 55% Recyclinganteil haben, wo wir sehr großen Wert auflegen. Und wir haben auch ein eigenes Recyclingwerk in Dexmülde mit 45.000 Tonnen Kapazität, wo wir jährlich eben auch Altfenster als auch Altprofile wieder recyceln und daraus dann neue Profile herstellen. In den neuen Profilen haben wir dann gleichzeitig eine neue Technik eingearbeitet. Das ist auch gleichzeitig das technische Highlight der Messe, nämlich Thermofibra. Es ist hier an dem Beispiel relativ gut zu sehen, dass wir in den Randbereichen des Flügels wie in einem Webstuhlverfahren letzten Endes bei der Extrusion Glasfaserstreifen, nämlich Langfaserstreifen, in das System reinfahren, um dort die entsprechende Stabilität des Profils zu erhöhen. Die Stabilität geht so weit, dass wir hier, wie man sehen kann, schon gar keine Stahlkammern mehr vorsehen. Das heißt, das Profilsystem kann komplett ohne Stahl, ohne Reinforcement letzten Endes produziert werden. Und trotzdem erreichen wir Höhen in Farbe wie ein Stahlfenster, nämlich bis zu 2,30 Meter und 1,10 Meter Breite. Dieses System werden wir jetzt die nächsten Jahre am Markt pushen, weil es natürlich auch für die Verarbeiter einen großen Vorteil bringt, wenn sie stahllos produzieren können, wenn sie die Lagerhaltung und die Kosten des Stahls damit letzten Endes natürlich massiv reduzieren können. Eingebettet in diesem System haben wir unser iCore. iCore heißt nichts anderes, ein intelligenter Kern. Das heißt, wir haben die Falzgeometrie von Rahmen und Flügel eingefroren und fixiert, sodass wir alle Systeme aus 76 und 84er Bautiefe miteinander kompatibel gestalten können. Das heißt, wir können Blendrahmen und Flügel aus unterschiedlichen Systemtiefen miteinander kombinieren und damit auch gleichzeitig wieder bei den Kunden die Komplexität massiv reduzieren und auch die Designmöglichkeiten damit natürlich für den Kunden verbessern. Mein Name ist Frank Tochtrop von Jecco Deutschland. Ich stehe hier neben unserem MPK 06. Das ist der kleinste Minikran, den wir im Angebot haben. Ein batteriegetriebenes Modell mit einer maximalen Hebehöhe von 4 Metern, Hebelast 600 Kilo. Hier ist er ausgestattet mit einem Glasmanipulator, zum Beispiel zum Scheibensetzen, ist aber auch möglich im reinen Kranbetrieb mit Haken. Das hier ist der etwas größere Bruder des MPK 06, nämlich der MPK 10. Der schafft eine Hebehöhe von 4,80 Meter und eine maximale Hebelast von 1 Tonne. Hier stehe ich an unserem Modell SPX 328, ein ebenfalls batteriebetriebener Kran. Er erreicht eine maximale Hebehöhe von 12,10 Meter und kann maximal 2,8 Tonnen heben. Das Besondere an diesem Modell ist, dass wir es gestaltet haben, um auch Bedienern, die nicht so viel Erfahrung mit Kranen haben, eine möglichst einfache und intuitive Bedienung zu ermöglichen. Die Einstellung des Krans erfolgt über ein Touch-Display, auf dem auch Videos und Anleitungsvideos angezeigt werden können. Die Bedienung selber erfolgt über eine Fernbedienung. An diesem Kran besonders ist die Tatsache, dass er ausgestattet ist auch noch mit einem elektrischen Jib. Tatsächlich der erste elektrische Jib, der für einen Minikran erhältlich ist. Hier stehe ich neben dem Modell SPX 532, eins unserer Paradepferde und mein persönlicher Lieblingskran, ebenfalls komplett gesteuert über eine Fernbedienung, ebenfalls elektrisch betrieben, allerdings auch mit Dieselantrieb erhältlich. Dieser Kran verfügt über eine maximale Hebehöhe von 17,30 Meter und einer maximalen Last von 3,2 Tonnen. Hier auf der Messe haben wir den SPX 532 auch noch mit unserem Manipulator JVM 800R ausgerüstet. Ein Glasmanipulator mit einer maximalen Tragfähigkeit von 800 Kilo, vollkommen gesteuert über auch eine Fernbedienung.